Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nachdem wir uns in den letzten Videos zum Deutschen Orden mit Kriegführung im Mittelalter beschäftigt haben, soll es heute um eine besondere Form der Kriegführung gehen, nämlich um die Preußenfahrten. Die Preußenfahrten waren Reisen, was damals auch als Wort für Kriegszug benutzt worden ist, die ab 1232 einem Kreuzzug gleichkamen und ab 1245 wurde dem Deutschen Orden sogar erlaubt, dauerhaft einen Kreuzzug in Preußen zu führen. Die Preußenfahrten selber gehen aber noch viel weiter zurück. Bereits seit dem Wendenkreuzzug 1147 waren auch die Kämpfe gegen die Heiden Osteuropas mit den gleichen Privilegien ausgestattet wie die Kreuzfahrten ins Heilige Land. Der Wendenkreuzzug ist ein Kreuzzug sächsischer, dänischer und polnischer Fürsten gegen die Elbslawen gewesen, nur wen es interessieren sollte. Die Heidenfahrt, wie Werner Paravicini schreibt, war bereits im 12. Jahrhundert eine feste Institution, aber die Teilnehmer an den Heidenkämpfen Nordosteuropas waren in erster Linie Nordseeanrainer und Osteuropäer gewesen. Dies änderte sich dann erst während des 14. Jahrhunderts. Neue Gegner waren die Litauer und auch die Teilnehmer an den Preußenfahrten stammten nicht mehr nur aus dem Nordseeraum und Osteuropa, sondern diesmal auch aus dem ganzen restlichen Europa. Grund für diese Fahrt war neben dem Seelenheil auch die Unterstützung des Deutschen Ordens, der während des 13. Jahrhunderts meistens nicht mehr als 200 oder 300 Ritterbrüder in Preußen stationiert hatte. Schließlich lag das militärische Hauptaugenmerk der geistlichen Orden bis kurz vor Ende des 13. Jahrhunderts noch im Heiligen Land. Nicht nur die Aussicht auf ihr Seelenheil, sondern auch auf Beute, Land und natürlich Steigerung des persönlichen Ansehens dürften Motive für den Zug nach Preußen gewesen sein. Schließlich werden auch politische Motive eine Rolle gespielt haben, so Malte Prietzel in Krieg im Mittelalter, da zum Beispiel der Herzog von Masowien sowieso gegen die Prußen Krieg führte und aus diesem Grunde ja den Orden zu Hilfe gerufen hatte. Außerdem ist hierzu auch noch anzumerken, dass sich ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts auch polnische Ritter an den Reisen gegen die Litauer beteiligten. Die Litauer selber waren keine neuen Feinde. Schon der Vorgänger des Deutschen Ordens, der Schwertbrüderorden, hatte gegen sie gekämpft und war 1236 fast vollständig vernichtet worden, wie ja bereits in einem anderen Video gesagt. Die Kämpfe dauerten das ganze 13. Jahrhundert über an, waren aber nur die Verdrängung eines Gegners, der ein Konkurrent in der Herrschaft über Preußen war. Erst nach der Niederschlagung des letzten Preußenaufstands 1260 begann der eigentliche Eroberungskampf. Die Befriedung Preußens war möglicherweise der Grund, warum seit 1272 keine Kriegsgäste oder wenigstens nennenswerte Kriegsgäste mehr nach Preußen gekommen waren, so Werner Paravicini in Die Preußenreisen des europäischen Adels. Der Unterschied zu den Kreuzzügen in den Nahen Osten lag darin, dass der Deutsche Orden neben seinem Kampf gegen die Heiden auch eine Besiedlungspolitik der eroberten Gebiete durchführte. Er gründete Städte und Dörfer, warb Bauern und Bürger an, indem er ihnen eine gute Rechtsstellung und Verdienstmöglichkeiten anbot. So wieder Malte Prietzel. Auch Thomas Jurek schreibt, dass der Deutsche Orden danach strebte, in den neu eroberten Gebieten Preußens möglichst viele dem Orden treue Ritter anzusiedeln. Diese kamen dann auch zum größten Teil aus Deutschland, so Thomas Jurek in Fremde Ritter im mittelalterlichen Polen. Der neue Krieg gegen die Litauer war dem Kampf gegen die Prußen sehr ähnlich. Ziel war es wieder, die Heiden zu unterwerfen, was aber nicht gelingen sollte. Wie vorher reisten Adlige aus dem Westen für einen Feldzug nach Preußen und kehrten dann wieder in ihre Heimat zurück. Anders als vorher stammten diese Adligen, wie ja schon gesagt, diesmal aber aus ganz Europa. Grund hierfür war, dass mit Akkon 1291 der letzte christliche Stützpunkt im Heiligen Land in die Hände der Muslime gefallen war. Die Kreuzzüge ins Heilige Land schienen erst nur einstweilig auszusetzen, wurden dann aber ganz aufgegeben. Wollte sich der Adel Europas im Kampf gegen die Heiden bewähren, war er nun gezwungen, sich in andere Länder zu begeben. Mögliche Ziele dieser Kreuzzüge waren die Iberische Halbinsel, deren Reconquista noch 200 Jahre dauern sollte, die Insel Rhodos, von der die Johanniter weiter gegen die Türken kämpften, oder eben die Reise, das damalige deutsche Wort für Kriegszug, nach Preußen. Den Kreuzzug nach Preußen hielt Bischof Bruno von Olmütz in einer Denkschrift von 1273 sogar für wichtiger als den Kreuzzug nach Palästina. Für Kreuzfahrer und den Deutschen Orden bot die Preußenreise eine willkommene Alternative, zumal die Ritterorden wegen des Verlustes des Heiligen Landes in Rechtfertigungszwang gerieten. 1309 verlegte der damalige Hochmeister des Ordens, Siegfried von Feuchtwangen, den Hochmeistersitz von Venedig auf die Marienburg. Neue Daseinsberechtigung des Ordens war der Kampf gegen die Litauer. Dieser Kreuzzug, ausgestattet mit denselben Privilegien wie der ins Heilige Land, blieb nicht nur eine rein deutsche Angelegenheit,
sondern wurde nach und nach Sache fast ganz Europas. Paravicini verweist in Die Preußenreisen des europäischen Adels auf eine von ihm erstellte Tabelle mit den Herkunftsorten der Preußenfahrer. Hier finden sich bereits unter den Preußenfahrern des Jahres 1328 König Johann von Böhmen und auch Adlige aus England. Es finden sich aber auch Adlige aus Frankreich, Spanien und Italien in dieser Liste, um die häufigsten Länder zu nennen. Ein Bericht über die Preußenreise König Johanns von Böhmen findet sich bei Detmar von Lübeck, der berichtet, dass König Johann mit den Godesrittern van Bozen nach Litauen und Samoiten zog und dort große Taten durch die Gefangennahme und Taufe litauischer Adligen vollbracht hätte. Bis in die 1360er Jahre hinein hatte die Idee der Preußenreisen also ganz Europa erfasst. In Frankreich und England war die Preußenreise bereits seit den 1340er Jahren eine feste Einrichtung geworden. So kam es, dass sich während des Hundertjährigen Krieges Gegner auf den französischen Schlachtfeldern miteinander verständigten, die sich von ihren Fahrten nach Preußen kannten. Diese Verständigung ging dann auch so weit, dass König Philipp VI. Von Frankreich versuchte, ein befristetes Ausreiseverbot nach Preußen durchzusetzen. In Preußen kamen also Freund und Feind aus ganz Europa zusammen. Daher lehnte der Orden es auch ab, im Hundertjährigen Krieg Stellung zu beziehen. 1402 lehnte der Hochmeister des Deutschen Ordens Konrad von Jungingen die Aufforderung des englischen Königs ab, den Schotten, die seit jeher mit Frankreich verbündet waren, die Einreise nach Preußen zu verbieten. Besonders die Wartezeit in Königsberg, das der eigentliche Ausgangspunkt der Preußenreisen war, weil es näher am Gebiet der Litauer lag als die Marienburg, brachte durch gemeinsame Vergnügungen ehemals verfeindete Adlige einander näher. Obwohl anscheinend eine Art Burgfrieden in Preußen herrschte, gab es trotzdem gewalttätige Auseinandersetzungen. So beschreibt Paravicini einen Vorfall, der sich im August 1391 zugetragen haben soll. Der schottische Lord of Nithsdale, Sir William Douglas, betrat 1391 eine Kirche in Königsberg, woraufhin der Priester die Messe abbrach und erklärte, dass er in Gegenwart von Schismatikern die Messe nicht feiern wollte. Douglas beschuldigte daraufhin seinen englischen Feind Lord Clifford, schuld für diesen Affront zu sein. Douglas und seine Gefolgsleute warteten vor der Kirche auf das Ende der Messe und fielen über die Engländer her, als diese die Kirche verließen. In dem anschließenden Kampf fand Douglas den Tod. Sofort zogen die Engländer vor die Stadt, mit ihnen die Deutschen, Böhmen und die Gelderer. Die Schotten wurden nur von den Franzosen unterstützt. Ein Gefecht wurde nur noch durch das Eingreifen des Ordenmarschalls verhindert. Ziel der Preußenreisen war nicht nur der Heidenkampf, sondern auch adelige Selbstdarstellung und Ehrenerwerb. Die Adeligen, besonders die Hochgestellten, mussten während der Reise nicht auf ein standesgemäßes Leben verzichten. Neben ihren Jagdfalken und Hunden führten sie auch Wandteppiche oder Gold- und Silbergeschirr mit sich und natürlich auch einen Hofstaat. Der Feldzug war also keine demütige Pilgerfahrt, sondern eine Kriegsfahrt mit Pauken und Trompeten. So schreibt Eric Christensen in The Northern Crusade über die erste Preußenreise von Heinrich Graf von Derby vom August 1390 bis April 1391, dass dieser von ca. 150 Mann begleitet wurde, darunter Ritter, Knappen und Sänger. Insgesamt gab er 13.000 preußische Mark aus. Das ist mehr, als der Deutsche Orden für die Insel Gotland bezahlt hatte. Der Feind, den es zu bekämpfen galt, war zwar nicht so gut ausgerüstet wie die Ordensritter und ihre Gäste, aber dennoch kampferfahren. Aber nicht nur von den Litauern drohte Gefahr für Leib und Leben, sondern auch das Klima stellte eine nicht zu unterschätzende Bedrohung dar. Völlige Abwesenheit von Gefahr hätte auch dem Zweck der Unternehmung nicht entsprochen. Gerade das Eingehen eines Risikos zur Demonstration ritterlicher Lebensführung machte ja den Reiz der Preußenreise aus, so Malte Prietzel in Krieg im Mittelalter. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts kamen die Preußenreisen langsam zum Erliegen, weil sich das Christentum durch die Polnisch-Litauische Union seit 1386 durchzusetzen begann. Erst als der Deutsche Orden 1409 bis 1411 wieder Krieg gegen Polen und Litauen führte, wurden wieder westeuropäische Freiwillige aufgerufen, nach Preußen zu reisen, um den Orden zu unterstützen. Von 1305 bis 1409 sind fast 300 Feldzüge gegen die Litauer nachweisbar, wobei es vorkommen konnte, dass Preußenreisende gar nicht bis nach Litauen selbst vordrangen, sondern gegen in Preußen eingefallene litauische Truppen kämpften. Es zeigt sich also, dass die Preußenfahrten mehr waren als nur ein einfacher Pilgerzug des europäischen Adels. Neben der Erlangung des Seelenheils war auch Standesrepräsentation ein wichtiger Punkt. Die Reise nach Preußen konnte unter Umständen ein großes Vermögen verschlingen, was bedeutete, dass ein niederer Adliger möglicherweise nur als Begleiter seines Herrn mit nach Preußen reisen konnte. Zwar geschah die Preußenreise als Kreuzzug, aber kein Adliger verzichtete auf den gewohnten Komfort.
Es verbanden sich also Kreuzzug und ritterliches Leben, was einander ja keineswegs ausschloss. Möglicherweise wurde der Kreuzzug nach Preußen gerade aus diesem Grunde mit Pauken und Trompeten geführt, weil sich dort Adel aus ganz Europa versammelte und man seinen Standesgenossen gegenüber das eigene Verständnis von Rittertum und standesgemäßem Leben vorführen wollte. Die Kriegführung in Litauen war von der geografischen Lage abhängig. Allerdings kam hier auch noch das Klima als ein bedeutender Faktor hinzu. Der Deutsche Orden hatte Preußen die Weichsel hinab und der Küste nach Osten folgend erobert. Auch für Litauen hatte der Orden ein ähnliches Vorgehen geplant. Doch erwiesen sich die Bedingungen dort als wesentlich ungünstiger als in Preußen. Den besten Weg nach Litauen hinein boten die Memel und ihr Nebenfluss die Wilia. Folgte man diesen Flüssen, so gelangte man zu den oberlitauischen Hauptfestungen Kaun, Wilna und in die Nähe von Thraken. Das Problem hierbei war, dass sich der Angreifer, also der Deutsche Orden, sehr langsam flussaufwärts bewegte und der Feind das Ordensheer schneller erreichte als umgekehrt. Die Festungen an der mittleren Memel, zum Beispiel Grodno, auf Deutsch Garten, waren auf dem Fluss überhaupt nicht zu erreichen. Es blieb also nur der Landweg. Wie gefährlich es war, die Memel stromaufwärts zu bereisen, findet sich in einem Bericht Peter von Duisburgs über die Reise von 5 Ordensrittern und 150 Mann zur Burg Garten im Mai 1295. Sie ließen ihre Pferde zurück und fuhren mit dem Schiff die Memel aufwärts und überfielen ein litauisches Dorf, was einen Angriff der Litauer auf die Schiffe zur Folge hatte. Dieser kostete 2 Ritterbrüder und 70 Männer des Gefolges das Leben. Nach diesem Kampf versuchten die Brüder ihren Weg fortzusetzen und erreichten die Nähe der Burg Junigeda. Hier ereilte das kleine Ordensheer erneut ein Unglück, da ihre Schiffe wegen des niedrigen Wasserstandes im Flusssand stecken blieben und sie erneut von Litauern angegriffen wurden, was wiederum 2 Ordensritter und weitere 25 Mann des Ordens forderte. Der Rest konnte entkommen. Auch der Landweg erwies sich beim Vorstoß nach Litauen keineswegs als einfacher, da er durch ein fast unbewohntes, zum Teil urwaldartiges Gebiet führte, die sogenannte Wildnis. Dieses Gebiet erstreckte sich ungefähr 30 bis 50 Kilometer zwischen den preußischen und litauischen Siedlungsgebieten und war nur mit Erfahrung und genauer Planung zu durchqueren. Des Weiteren stellten die unzähligen Flüsse, Seen und Sümpfe ein großes Hindernis dar, in welchem man sich nur mit genauer Ortskenntnis bewegen konnte. Größere Materialtransporte über Land waren also überhaupt nicht möglich. Auch das Klima war ein ausschlaggebender Punkt für das Führen eines Feldzuges nach Litauen. Frühjahr und Herbst fielen für mögliche Kriegszüge aus, weil es in dieser Zeit zu großen Regenfällen und Hochwassern kam. Es blieb also nur Sommer und Winter. Doch auch nicht jeder Winter war für einen Feldzug geeignet. Das Eis musste so fest sein, wie das kalte Wetter beständig, doch durfte die Kälte nicht zu groß sein, noch der Schnee zu hoch liegen, so Werner Paravicini in Die Preußenreisen des europäischen Adels. Problematisch am Krieg in Litauen war, dass die angereisten Fürsten ein Mitspracherecht einfordern konnten, wie der Kampf geführt werden sollte. Wenn man diese Forderungen bei kleineren Adligen noch übergehen konnte, so konnte man einen Adligen wie den Markgrafen von Meißen, der 500 Ritter mit sich brachte, kaum noch ignorieren. Das Wetter durfte also für einen Feldzug nicht zu kalt und nicht zu nass sein. Trotzdem waren viele Adlige bereit, es auf einen Versuch ankommen zu lassen und damit eine Katastrophe heraufzubeschwören. Wie ja bereits erwähnt, konnten höher gestellte Adlige ein Mitspracherecht bei der Führung des Kriegszuges fordern und so verweist Erik Christiansen auf Wiegand von Marburg, der davon berichtet, dass der Hochmeister 1378 sogar gezwungen wurde, einen Feldzug zu führen, damit der Herzog von Österreich und der Graf von Kleve ihr Kreuzzugsgelübde noch vor Weihnachten erfüllen konnten. Damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen und wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.